Da kommst du um eine Ecke und dann sieht das immer noch genial aus. Wer es noch nicht gemacht hat, auf jeden Fall hierher kommen und hier fahren. Wolltet ihr da mal rüber zu dem Panzer da? Sind meine Haare schön? Es geht jetzt hier ordentlich runter, oder? 350 Kilometer waren es. Die Jungs waren völlig begeistert. Boah. Guten Morgen, ja auf die Schnelle. Einmal den Blick von meinem Zimmerchen. Schaut mal da hinten die Berge, ein Träumchen. Das Wetter, es soll heute bis 28 Grad werden. Wir haben heute vor, so 220 Kilometer zurückzulegen, morgen dann auch, bis wir uns Sarajevo nähern. Die Etappen werden jetzt ein bisschen kürzer, weil auch ein bisschen mehr Sightseeing geplant ist. Vielleicht kriegt man zwischendurch auch mal die Kombi aus und kann irgendwo in einen Bach oder See hüpfen. Deswegen, Motorräder sind gepackt und jetzt auf die Schnelle los. Die anderen warten, wo ich schaue. Also, ab dafür. Allmorgendlich. Kurzer Blick auf die Mopeds. Gepackt sind sie. Los geht es. Ja, ab dieser Folge sind wir mit 3 Kameramännern am Start, also Uwe und Claudius haben mich dabei unterstützt, dass dieses Video hier entstehen kann. Entsprechend habe ich dann immer dann Vermerk gemacht, wenn die Jungs aufgenommen haben. Darf ich vorstellen, Guide des Tages, Benny. Und wir werden versuchen, dran zu bleiben. 250 Kilometer bummelig, ohne Autobahn. Da kriegen wir hin. Ich übe ja noch ohne Drehbuch, YouTube-Videos später schneiden zu wollen. Ich muss mir abgewöhnen, am Tag 3-mal Guten Morgen zu sagen, wenn ich 3 unterschiedliche Kameras benutze. Dafür ist ja ein gutes Schnittprogramm dann ja auch da. Das beschreibt sonst nur meinen Gesamtzustand, total verwirrt. Wie war der Slibowitz gestern? Bist du sicher, dass es da runter geht? Na dann. Ja, jetzt geht's ja mal gleich los hier. Oh, das ist ja schön hier. Jetzt wird's Offroad wird es jetzt nicht, aber wird schön. So, das ist hier die Autobahn, die sogenannte A2. Ich glaube, die sind wir gestern Abend gefahren, als wir nach Ilovka, mein Kollege zeigt euch das mal auf der Karte, wo das ist. Boah, Hammer. So, heute fahre ich mal hinterher. Ich werde vielleicht nachher mal die Kamera, die hintere Kamera, also die Heckkamera, weil so viel ist da ja nicht zu sehen, vielleicht mal an eine andere Position vorne hängen. Das werdet ihr dann im Laufe des Tages, im Laufe dieses Videos dann auch sehen können. Da oben ist keine Burg, sondern, oh, weiß ich nicht. Könnte ein Sanatorium sein, so James Bond mäßig. Ja, gestern Abend habe ich alle Daten runtergezogen von den Speicherkarten der Kameras und habe sie dann formatiert. Sprich, komplett leer gemacht. Ja, wir verlassen ja dann Slowenien
Das ist gar nicht mehr so weit, bis wir dann das erste Mal nach Kroatien kommen. Nein, stimmt nicht. Das ist Bosnien, wo wir reinkommen. Und ja, Slowenien ist vielleicht nur gefühlt, aber das sieht mega sauber aus alles. Ja, und dann immer so ein Ausblick hier. Wir fahren scheinbar wieder so ein bisschen in Richtung Berge. Meint vor uns überall welche. So, der Uwe, der möchte gerne ein paar Fahraufnahmen von sich haben. Die kriegt er natürlich jetzt. Und heute Abend kriegt er die per AirDrop dann auf sein iPhone geschoben. Ja, hier blüht irgendwas. Fliegen überall die Flocken rum. Da musste ich direkt mal das Visier zumachen. Ja, das ist natürlich schön hier. Oh, cool. Kirche da drüben. Ah, cool. Wir mussten sowieso noch anhalten und dann haben wir diese Holzbrücke gesehen. Das ist der Hammer, oder? Doch, doch. Von der Brücke auf jeden Fall. Hauptsache jetzt kommt kein Auto entgegen. Sehr gut. Schaut euch das nochmal an. Das ist ja ein Traum. Das ist der Hammer, ne? Ich traue mich gar nicht hinzustellen. Sonst denke ich knalle den Kopf. Ne? Denk. So, das war ja mal sehr schön. So, die untere Kamera, jetzt habt ihr ja schon die ersten Aufnahmen gesehen, die läuft jetzt so lange weiter, bis der Akku leer ist. Da habe ich es mir jetzt geschenkt, da einen Akku dran zu hängen. Mach hier mal zu. Einen Akku dran zu hängen, der muss jetzt ein bisschen durchhalten. Wenn er aus ist, ist er halt aus. Ja, der Fluss ist wohl die Sava, wenn ich das richtig verstanden habe. Wie eben schon gesagt, es erinnert mich so ein bisschen an den Harz. Ans Weserbergland. Also die Straße, die zieht sich jetzt hier schon 10, 12 Kilometer, zieht die sich so durch die Landschaft. Jetzt biegen wir gleich in einem Kilometer nach rechts ab.
uns, das könnt ihr jetzt nicht sehen, fährt jetzt ein BMW sehr dicht auf, weil wir eben an der Baustelle sind, wir an ihm vorbeigezogen. Das mochte er überhaupt nicht. Naja. Es gibt eben überall ein paar Verrückte. Serpentinen. Geht doch so ein bisschen durch die Ortschaften durch. Deswegen sind die Geschwindigkeitsbegrenzungen auch berechtigt. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass hier der ein oder andere Motorradfahrer meint, er muss hier am Sonntag die Berge hochballern. Und das wäre dann schon ziemlich störend, aber es ist echt. Gleich sind wir irgendwo oben. Ja, auch jetzt zeigen wir euch mal auf der Karte, wo wir gerade sind hier, wo wir hier gerade rumkurven, im wahrsten Sinne des Wortes. Hier ist eine Kneipe bestimmt. Frühshoppen! Ja, wir müssen uns mal eben orientieren. Der Könner. Oh, der hat hier wieder, die Navi-Software hat hier wieder Mist gebaut. Führt uns jetzt, also jetzt sind wir richtig. Ich soll hier rechts fahren, übrigens. Wollte ich nur gesagt haben. Ne, geradeaus. Aber da möchte ich nicht rechts fahren. Ja, das ist doch mal eine geile Strecke hier. Mhm. Ich meine, auf der Landstraße kann ja jeder fahren. Benny, wenn was von vorne kommt, sagst du uns das, ne? Ist irgendwie wie im Film hier. Warte mal. Hätten wir rechts gemusst? Aha. Ganz sicher? Soll ich da mal eben hinfahren? Oh, wow. Ist doch cool, oder? Mann, ehrlich. Vorne fahren meine 3 Kumpels und die sagen dann auch Bescheid, falls da ein Auto kommt. Wäre ein bisschen doof. Falls ein Auto kommt, ne, passt auf, wo ihr euch hinstellt.
Ich würde dann auch an eurer Stelle anhalten, aber eher am Berg, nicht zum Tal. Ja, links. Ne? Weil aus dem Hang kriegt man die alle mal rausgehoben, aber von unten wieder hoch wird schwierig. Oh, das geht noch 1 Kilometer so weiter ungefähr. Und dann wird's lustig. Das waren jetzt die 20%. Wer hat denn die Strecke ausgesucht? Der hat doch auch einen in der Marmel, ey. Jetzt haben wir gebohrt, jetzt machen wir nur noch die Füllung rein. Ja, da runterfahren. Da geht auf jeden Fall zweispurig Schotterreifen, also 2 Reifen gegen Schotterreifen. Ja, das geht jetzt noch ein Stückchen, sind vielleicht 500 Meter. Ja. Ich fahr mal vor. Soll ich machen? Schön langsam. Das ist genauso wie jetzt der Weg runter. Im ersten Gang nicht bremsen oder wenig bremsen. Ja, das ist schon, dieses Stück ist schon schön langsam. Aufpassen mit der Bremse, ne? Und dann hier unten geht es. So, ja, wir haben eben versucht hier weiterzukommen. Dann kam das da. Das kann man jetzt in der Kamera nicht sehen. Es geht da mindestens 20% runter. Ich bin da mal ein Stück runtergefahren. Leider habe ich die Aufnahmen dann auch nicht gemacht beim wieder hochfahren. Ja, die anderen 3 haben hier gewartet. Leider geht es unten dann nochmal steiler, aber ganz eng um die Ecke rum. Und dann habe ich entschieden, nee, das machen wir nicht. Habe mich dann noch nett mit dem Anwohner da unterhalten. Und wir fahren jetzt die Asphaltstraße hier zurück. Eine Offroad-Einlage hier an der Stelle noch nicht. Alles gut? Thank you. Ja, das war eben eine schöne Offroad-Einlage. Und man kann auch mit normalen Straßenreifen sowas fahren. Man kann, wenn man muss. Aber wir haben heute entschieden, muss nicht sein. Der Ausblick entschädigt so ein bisschen den Rückweg. Ist nämlich immer noch schön. Wow, schön, ne? Da waren ja 2 solche Anstiege. Den einen, wo ihr wart, und davor war noch so einer. Da habe ich auch gedacht, ach, volle Attacke jetzt da hoch. Das ging richtig gut, der Reifen hatte richtig Grip. Hat das einer gefilmt? Hat das einer von euch gefilmt? Scheiße. Wir mühen uns da oben in den Bergen mit Schotter ab und dann hast du hier so eine Straße. Das geht jetzt schon so 2-3 Kilometer. Mal sehen, wie weit wir hier noch runterkommen.
Ladezell. Da oben. Und hier ist niemand. Hier ist kein Auto. Ist euch das schon aufgefallen? Hier ist kein einziges Auto hier. Also wer ungestört Motorrad fahren will? Slowenien ist was. Heute ist Sonntag, ne? So, jetzt halten wir hier mal an. Ich soll jetzt einen Käfer aufnehmen. Ich gebe alles für die Aufnahme. Ist der auch tiefer gelegt? Also foliert ist er. Sieht schon stark aus. Der ist foliert. Eigentlich ist er schwarz. Also, wir erzählen jetzt mal, was wir da jetzt gerade gemacht haben. Genau, Erzählt ich hatte mal. nämlich die Kamera laufen und die Action-Cam wurde plötzlich zu Panic-Cam. Panic-Cam. Rechts der Hang, So ge- links der Weg. Und da passte exakt, ich bin ja nicht der Typ, der zum Übertreiben denkt. Ne? Da passte exakt mein Moped und meine Koffer drauf. Das war's. Und dann gab es da solche Hier steht da. 210 Grad Kurven, aber ganz locker. Und das Gefälle, der Wurzelpass war ein Scheiß dagegen. Ja, natürlich. Das waren 21%. Und dann kam die Schotterpiste. Und die ganze Dorfbevölkerung stand da und hat sich innerlich über uns totgelacht. Und die haben sich das Lachen so im Gesicht unterdrückt. Die Dorfjugend. Also da war ein Haus mit einer Familie. Es waren mindestens 12 Leute, eine Familie. Das war eine Großfamilie. War eine Großfamilie. Ja, du hast ja nicht gesehen, aber als du unten Die standen warst, da wirklich, die standen da, haben auf uns kam gewartet. das ganze Dorf. Aber ich finde, das ist ein Erfolg für uns alle, dass du es einmal rauf und runter gemacht hast. Ja. Ich habe es auch gemacht, aber Das Blöde dabei ist, ich habe vergessen, irgendeine scheiß Kamera anzumachen. Ich bin da runtergefahren, wieder hochgefahren. es kann also sein, dass Und ich habe keinen Beweis. nie passiert Wir ist. drei Genau. sind im Schnitt für die Gruppe auch ein Viertel der Strecke gefahren. Zusammengenommen seid ihr die gefahren. Ja. Heidi Witzka. Und er steht jetzt hier in Unterhose. Ist halt heiß. So, die Pause war jetzt wichtig und auch notwendig. Bin zwar kein Stück abgekühlt worden. Das hätte so einfach sein können. Das war nur ein Abzweiger, den wir falsch gefahren sind. Dann wären wir sehr schnell auf diese Straße hier runtergekommen und nicht offroadmäßig oben durch den Wald gestochen. Schön, oder? So, das ist hier die Sava. Da waren wir vorhin, als wir die Holzbrücke uns angeschaut haben. Mal schaut euch das an hier. Völlig krank irgendwie. Es geht hier wirklich kilometerlang. So, kommen wir mal ein paar kleine Dörfer. Kommen wir mal ein paar kleine Dörfer. Und niemand da.
Herzlich willkommen in Kroatien. Wir mussten jetzt erstmal so 20 Kilometer hinter der Grenze reinfahren, weil es war alles andere als hübsch, schön. Ja, Grenzübergang war überhaupt kein Problem und sind dann über so einen kleinen Grenzübergang rüber. Zeigen mussten wir nichts. Wir haben uns dann so durchgewungen. Es hat mittlerweile lauschige, ja, da war es ein bisschen rutschig, lauschige 29 Grad. Jetzt kommen hier gleich die Mücken, also die sofort da. Dann gehen wir mal lieber Gas. Der Renovierungsbedarf ist hier höher. Ja, so Häuser, die noch nicht so fertig sind oder die verfallen sind, die gibt es hier mehr als in Slowenien. Sprich, in Slowenien scheint im Endeffekt mehr Geld da zu sein. Aber gut, deswegen sind wir hergefahren, das wollten wir sehen und alles ist gut. Ja, warum stehe ich hier? Ich warte auf die anderen, weil wir sind jetzt gerade 4 Kilometer durch den Wald gefahren auf einer Schotterpiste. Die kam, ich habe wieder vergessen die Kamera anzumachen, die kam wie aus dem Nix. Die drei machen natürlich Piano, machen schön langsam. Ich drehe einfach mal um und gucken wir das dann an, wenn sie kommen. Ich stehe da und warte und jetzt nehme ich euch mal auf, wie ihr Schotter fahrt. Claudi, das sieht geil aus. Perfekto! Vielleicht irgendwas im Schatten oder so. Ist da Schatten? Ja, ist doch perfekt. Oh geil, das ist eine Aussicht hier. Guckt euch das mal an. Ganz schön breiter Strom. Im Moment weiß ich leider nicht, wo das ist. Und ich blende euch mal den Namen von diesem Fluss ein, oder mein Co-Kommentator erzählt es kurz. 2,8 Kilometer noch bis zum Ziel. Das ist Sisak, S-I-S-A-K, Sisak. Wir werden mal schauen, wie die Unterkunft ist. Ja, wie immer auf Reisen, wenn man mehr als eine Unterkunft hat, gibt es eine gute und eine weniger gute oder auch eine schlechte. Das war hier das untere Ende. Ja, Uwe wird dann in der nächsten Folge aber was dazu erzählen. Also auch die Unterbringung der Motorräder war alles andere als optimal, direkt an der Hauptstraße, offen einsehbar. Das Tor war auch nicht abgeschlossen, also das war alles nicht so prickelnd. Aber dazu in der nächsten Folge dann mehr. Schön, dass ihr dabei wart und würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder zuschaut. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao. Natürlich geht der Tag wieder mit einem So los. Er geht nicht so los, sondern mit einem So. Wie war der Slibowitz gestern? Das Tischchen hochklappen, versteht das einer. Der sogenannte Fehlstart. Ich mache jetzt gleich den ersten Aufguss. Warte! Er fährt schon los. Scheiß Technik. Bobbycar Racing Modus. Wer hat denn die Strecke ausgesucht? Der hat doch auch einen in der Marmel, ey. So,
So, jetzt haben wir gebohrt, jetzt machen wir nur noch die Füllung rein. Und er steht jetzt hier in Unterhose. Oh, ist echt, die Straßen sind echt sehr, sehr heftig. So. Ich mach die Scheiße jetzt einfach aus.